Deutsch lernen durch Hören. Ich habe so viel zu tun. Maria hat heute ihren freien Tag. Sie hat schon lange geplant. Sie möchte endlich mal wieder die Wohnung aufräumen. Es gibt eine Menge im Haushalt zu tun. Früh um 7 Uhr klingelt ihr Wecker. Maria steht auf und geht in die Küche. Ich muss erst einmal Kaffee trinken. Dann mache ich einen Plan, was ich alles erledigen muss. Maria sitzt mit ihrem Kaffee in der Küche. Neben ihr liegt ein großes Blatt Papier. Den Stift hat sie schon in der Hand. Da klingelt ihr Telefon. Wer ruft denn so früh schon an? Ihre Freundin Sabine braucht ihren Rat. Was soll ich heute kochen? Du, Sabine, ich weiß es auch nicht. Ich habe heute so viel zu tun, da kann ich nicht über dein Mittagessen nachdenken. Maria beendet das Telefonat. Dann schaut sie wieder auf das Blatt Papier. Sie schreibt: Fenster putzen, Teppich saugen, Badezimmer aufräumen und putzen, Altglas wegbringen, Bett frisch beziehen. Dann überlegt sie, wo sie anfangen soll. Vielleicht zuerst das Badezimmer. Oder doch lieber erst die Fenster putzen? Sie trinkt einen zweiten Becher Kaffee. Oh je, einkaufen muss ich ja auch noch. Sie ergänzt die Liste. Meine Güte, das ist aber viel. Da wird mir ja ganz schwindelig. Sie ruft ihre Freundin Sabine wieder an. Hallo Sabine, mir fällt gerade ein, du könntest doch mal wieder Lasagne machen, mit viel Käse drüber. Was für eine gute Idee! Möchtest du zum Essen zu mir kommen? Für eine Person lohnt sich das Kochen ja gar nicht. Maria freut sich über die Einladung. Ja, das würde ich gerne, aber ich habe doch so viel zu tun. Sie schaut sich ihre Liste noch einmal an. Sie ist viel zu lang. Es dauert Stunden, bis alles erledigt ist. Also, die Fenster kann ich auch im Frühjahr putzen. Im Winter werden sie ohnehin ständig wieder schmutzig. Der Teppich kann noch eine Woche warten. Das Altglas nehme ich mit, wenn ich zu dir komme. Der Container liegt ja auf dem Weg. Einkaufen kann ich auf dem Rückweg. Das Bett kann ich morgen machen und das Badezimmer räume ich jetzt gleich auf, wenn ich geduscht habe. Plötzlich war die Liste gar nicht mehr so lang. Man soll nicht immer alles auf einmal machen. Vor allem, wenn die beste Freundin leckere Lasagne kocht. Autofahren im Winter bei Schnee. Es ist 5 Uhr morgens. Tina schaut aus dem Küchenfenster. Draußen ist alles weiß. Es hat in der Nacht geschneit. Das sieht ja schön aus. Aber wie soll ich heute zur Arbeit kommen? Tina arbeitet in einem Seniorenheim. Sie wohnt auf dem Dorf und muss mit dem Auto in die Stadt fahren. Das Dorf liegt auf einem Hügel. Im Winter ist das Autofahren in dieser Gegend anstrengend. Tina überlegt: Ich könnte mich krank melden, aber dann müssen meine Kolleginnen die doppelte Arbeit machen. Das ist unfair. Ich könnte mit dem Bus fahren, aber der kommt erst in 2 Stunden. Bis dahin muss ich längst bei der Arbeit sein. Tina hat Angst, bei Schnee zu fahren, aber sie will heute mutig sein. Tina befreit ihr kleines Auto vom Schnee. Dann startet sie den Motor und fährt ganz vorsichtig aus der Parklücke. Die Straße ist schneebedeckt. Tina muss nun den Berg hinunterfahren. Im 2. Gang lässt sie das Auto langsam rollen. Einen Fuß hat sie immer bremsbereit,
Man weiß ja nie. Jetzt kommt die erste Kurve. Tina versucht ganz ruhig zu bleiben. Sie atmet tief ein und aus. Ich muss es bis zur Landstraße schaffen. Die ist sicher schon geräumt. Das kleine Auto rutscht leicht hin und her, als Tina es um die Kurven steuert. Sie bremst. Das Auto dreht sich und kommt entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Tina sitzt zitternd im Wagen. Ich wusste es, bei dem Wetter kann ich nicht fahren. Plötzlich klopft jemand ans Fenster. Es ist Walter, ihr Nachbar. Guten Morgen, Tina. Wolltest du Karussell fahren? Er lacht gutmütig. Walter kennt Tina und weiß, dass sie bei Schnee Angst hat. Rutsch rüber, ich fahre dich bis zur Landstraße. Von dort aus kommst du alleine zurecht. Tina ist erleichtert. Ich danke dir, aber wie kommst du dann nach Hause? Kein Problem, bald kommt der Schulbus, der lässt mich ein Stück mitfahren. Tina ist Walter sehr dankbar. Sie nimmt sich vor, extra für ihn einen Kuchen zu backen. Den wird sie ihm heute Abend noch vorbeibringen. Man weiß ja nie, was morgen für ein Wetter ist. Lärm wegen einer Baustelle. Julia arbeitet im Krankenhaus. Weil viele ihrer Kolleginnen krank sind, musste Julia Überstunden machen. Heute hat sie frei. Sie kann endlich einmal ausschlafen. Julia wird um 7 Uhr wach. Ach, wie schön, ich muss heute nicht aufstehen. Ich kann noch eine Weile schlafen. Sie dreht sich auf die andere Seite und will weiterschlafen. Gemütlich kuschelt sie sich in ihre Decke. Sie schließt die Augen wieder. Heute will sie sich einmal richtig ausruhen. Als sie fast wieder eingeschlafen ist, hört sie einen lauten Knall. Was ist das denn? Julia erschrickt und setzt sich im Bett auf. Es knallt noch einmal. Jetzt ist Julia endgültig wach. Sie steht auf und geht ans Fenster. Draußen geht gerade die Sonne auf. Der Lärm geht weiter. Direkt vor ihrem Haus ist eine Baustelle. Der Fußweg wird repariert. Mit einem Presslufthammer öffnen die Bauarbeiter den Asphalt. Oh nein! Ausgerechnet heute an meinem freien Tag. Julia ist verärgert. Sie wird sicher nicht mehr schlafen können. Sie geht in die Küche und kocht Kaffee. Den will sie jetzt gemütlich trinken und dabei Zeitung lesen. Aber leider ist der Lärm auch hier zu hören. Alle Fenster in Julias Wohnung liegen in Richtung der Straße. Das ist unerträglich! Der einzige Raum, der zur anderen Seite hin liegt, ist das Badezimmer. Hier ist es angenehm ruhig, wenn man die Tür zumacht. Julia nimmt ihre Kaffeetasse und geht damit ins Bad. Auf der Toilette kann man ganz gut sitzen. Man muss nur den Deckel schließen. Dann hat man einen Stuhl. Julia holt sich ein Kissen und macht es sich auf der Toilette bequem. Nach einer Weile wird es Julia langweilig. Sie würde gern etwas im Internet surfen oder einen Film streamen. Aber der Sitzplatz auf der Toilette ist ihr inzwischen zu ungemütlich. Da hat sie eine Idee. Julia geht ins Schlafzimmer und holt ihr Bettzeug. Sie legt es in die Badewanne. Jetzt hat sie ein Sofa. Ein Stuhl aus der Küche wird zum Tisch für ihren Laptop. Ein paar Kissen aus dem Wohnzimmer machen alles schön weich und bequem. So kann ich es aushalten. Man muss sich nur zu helfen wissen. Die Bauarbeiter können ja nichts dafür. Sie machen nur ihre Arbeit. Interview mit einer Hebamme.
Hannah ist eine Hebamme. Sie kümmert sich um schwangere Frauen und ist bei der Geburt dabei. Sie hilft den Müttern auch in den ersten Monaten mit dem Baby. Das ist der älteste Beruf der Welt. Ich liebe meine Arbeit sehr. Heute hat Hannah Besuch von ihrer Nichte Clara. Clara soll für die Schule jemanden interviewen, der einen spannenden Beruf hat. Da dachte sie sofort an ihre Tante Hannah. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Wollen wir gleich anfangen? Hannah nickt. Na klar, ich muss mein Handy eingeschaltet lassen. Eine Schwangere hat heute ihren Geburtstermin. Es kann jederzeit losgehen. Ich muss sofort losfahren, wenn sie anruft. Clara ist aufgeregt. Das klingt spannend. Dann stelle ich dir jetzt meine Fragen. Clara hat eine lange Liste. Sie beginnt. Wie alt muss man sein, um den Beruf erlernen zu können? Wie lange dauert die Ausbildung? Was verdient man als Hebamme? Ist der Beruf anstrengend? Hannah lacht. Das sind viele Fragen gleichzeitig. Man muss mindestens 17 Jahre alt sein und den Realschulabschluss haben. Die Ausbildung dauert 3 Jahre. In dieser Zeit bekommt man etwa 1.000 € als Vergütung. Man muss viel lernen. Am Ende macht man eine Prüfung, das Staatsexamen. Danach kann man als Hebamme arbeiten. Der Beruf ist anstrengend. Oft wird man nachts gerufen. Wenn man in einer Klinik arbeitet, hat man Schichtdienste. Der Verdienst liegt zwischen 2.000 und 3.000 € im Monat. Clara staunt. Das ist nicht besonders viel. Hannah nickt. Das stimmt. Deshalb arbeite ich nicht in einer Klinik. Ich habe mich selbstständig gemacht. Ich kümmere mich auch nach der Geburt um die Mutter und das Baby. Zusätzlich biete ich Kurse an: Gymnastik, Säuglingspflege, Geburtsvorbereitung. Dadurch verdiene ich etwas mehr. Aber ich muss jederzeit erreichbar sein. Oft muss ich Verabredungen absagen. Hannahs Telefon klingelt. Sie nimmt das Gespräch an. Ja? Hallo Lena. Okay, es geht also los. Ich komme sofort. Sie schaut Clara an. Tut mir leid, eine Geburt beginnt gerade. Ich muss schnell los. Clara nickt. Alles klar, die wichtigsten Fragen hast du beantwortet. Ich wünsche euch viel Glück. Und schon hat Hannah ihre Tasche genommen und läuft zu ihrem Auto. Jetzt muss es schnell gehen. Polizeikontrolle. Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte. Hannah wohnt in einem Vorort von Hannover. Heute hat sie es eilig. Sie muss als Hebamme dringend zu einer Patientin. Die Frau möchte ihr Kind zu Hause bekommen. Leider wohnt sie in der Innenstadt. Die Fahrt wird etwa eine halbe Stunde mit dem Auto dauern. Hannah kennt sich in der Stadt gut aus. Sie weiß, welche Abkürzungen man nehmen kann. Manchmal fährt sie auch in der falschen Richtung durch Einbahnstraßen. Oft findet sie am Ziel keinen Parkplatz. Dann stellt sie ihr Auto einfach in eine Einfahrt. Dafür bekommt sie regelmäßig Strafzettel. Aber das stört Hannah nicht. Das ist es mir wert. Die Hauptsache ist, ich bin rechtzeitig vor Ort. Heute hat Hannah Pech. Sie fährt wie so oft entgegen der Fahrtrichtung durch eine Einbahnstraße. Dabei wird sie von einem Polizisten entdeckt. Dieser war mit seinem Fahrrad auf Kontrollfahrt. Eigentlich sollte er nur Strafzettel an Falschparker verteilen. Was ist denn hier los? Der Polizist erschrickt, als Hannah mit überhöhter Geschwindigkeit an ihm vorbeifährt. Er nimmt sofort die Verfolgung auf.
Mit dem Rad ist er in den schmalen Straßen fast genauso schnell wie Hannah. Er überholt sie an einer Kreuzung. Dann stellt er sein Rad quer vor Hannahs Auto. »Junge Frau, Polizeikontrolle. Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte. Sie sind falsch herum durch die Einbahnstraße gefahren. Haben Sie die Schilder nicht gesehen?« Hannah gibt dem Polizisten ihre Papiere. Dabei erklärt sie ihm, warum sie es heute so eilig hat. Sie schaut ihn flehend an. »Bitte halten Sie mich nicht zu lange auf. Eine Frau bekommt gerade ihr erstes Kind. Ich muss dringend zu ihr. Deshalb wollte ich eine Abkürzung nehmen. Ich überweise den Strafzettel gleich heute Abend.« Der Polizist hat Mitgefühl. »Also gut, Ihre Daten habe ich. Das wird natürlich nicht ganz billig. Wo genau müssen Sie denn hin? Rosenstraße? Da fahren Sie am besten durch das Blumenviertel.« Er verrät Hannah einen schnellen Weg durch das Viertel. »Wenn Sie so fahren, sind Sie in 5 Minuten am Ziel.« Hannah freut sich. Den Strafzettel hat sie schon fast wieder vergessen. Um solche Dinge kümmere ich mich erst, wenn das Baby auf der Welt ist. Das Parken kann teuer werden. Lena ist im 9. Monat schwanger. Ihr Baby wird bald geboren. Lena möchte ihr Kind nicht in einer Klinik bekommen. Sie plant eine Hausgeburt. Ihre Hebamme Hannah ist einverstanden. »Das können wir gerne machen. Ich denke, es wird keine Probleme geben. Ruf mich bitte an, wenn du Wehen bekommst. Ich komme dann sofort und helfe dir.« Heute ist es soweit. Lena hat Wehen. »Nico, bitte ruf Hannah an. Ich glaube, es geht los. Das Baby kommt.« Lenas Mann Nico nimmt sofort sein Handy. »Hallo Hannah, hier ist Nico. Bitte komm gleich, Lena hat Wehen.« Hannah macht sich sofort auf den Weg. Sie hat einen großen Koffer. Darin ist alles, was sie für die Geburtshilfe braucht. Der Koffer ist sehr schwer. Deshalb benutzt sie ihr Auto. Lena wohnt mitten in der Stadt. Es ist oft schwer, einen Parkplatz zu finden. Auch heute sind alle Parkplätze belegt. Hannah fährt 2-mal um den Wohnblock. Dann entscheidet sie, ich parke hier in der Einfahrt, sonst kommt das Baby ohne mich auf die Welt. Hannah parkt ihr Auto vor der Einfahrt zu einer Garage. Sie legt ein Schild aufs Lenkrad. Hebamme im Einsatz. Dann macht sie sich auf den Weg zu Lenas Wohnung. Eine Frau ruft aus dem Fenster. »Hey, Sie da! Da dürfen Sie nicht parken. Das ist eine Einfahrt. Das kann teuer werden. Ich rufe die Polizei.« Aber Hannah hört nicht zu. Sie muss jetzt Lena helfen. Gerade noch rechtzeitig kommt Hannah bei Lena an. »Warum hast du so lange gebraucht?« Nico ist nervös. »Wir dachten schon, du kommst gar nicht mehr.« »Ich habe keinen Parkplatz gefunden. Jetzt habe ich einfach vor der Garage am Nachbarhaus geparkt.« Nico hat Bedenken. »Oh je, da wohnt Frau Meier. Sie ruft bestimmt die Polizei an. Das Parken kann teuer werden.« Aber Hannah lacht nur. »Das ist mir egal. Ich bekomme regelmäßig Strafzettel. Mir ist es wichtiger, dass ich rechtzeitig zur Geburt da bin. Ein neues Leben ist mehr wert als 30 oder 40 Euro Strafe. Und jetzt wollen wir euch helfen, endlich euer Kind auf die Welt zu bringen.« Ruhestörung melden. Gerda Meier ärgert sich. Im Nebenhaus ist es heute sehr laut. Jemand schreit die ganze Zeit. »Das ist ja unerträglich. Das sind sicher die jungen Leute von nebenan.
Warum schreien die denn so laut? Eigentlich mag sie das junge Paar. Sie sind immer höflich zu ihr. Der junge Mann trägt ihr sogar manchmal ihre Einkäufe in den 3. Stock. Aber heute ist es dort eindeutig zu laut. Gerda kennt die Telefonnummer der Nachbarn. Sie ruft dort an. Sie lässt es lange klingeln, aber niemand nimmt das Gespräch an. So was. Die sind doch zu Hause, ich höre sie doch. Das ist eine Unverschämtheit. Gerda überlegt. Es ist Sonntag und noch dazu Mittagszeit. Da muss man seine Ruhe haben. Ich werde die Polizei anrufen. Die soll sich darum kümmern. Sie ruft das zuständige Polizeirevier an. Ja, hallo, hier ist Gerda Meier aus der Rosenstraße 11. Im Nachbarhaus ist es unerträglich laut. Bitte kommen Sie vorbei. Schauen Sie nach, was dort los ist. Ja, ich bin zu Hause. Gut, ich warte. Bitte beeilen Sie sich. Ich möchte noch meinen Mittagsschlaf machen. Und wenn Sie schon mal hier sind, vor unserer Einfahrt hat eben eine Frau geparkt. Die sollte einen Strafzettel bekommen. Gerda setzt sich ins Wohnzimmer und wartet. Das Geschrei aus dem Nebenhaus wird lauter. Dann hört es auf. Na prima, jetzt habe ich die Polizei ganz umsonst angerufen. Aber den Strafzettel müssen Sie trotzdem ausfüllen. Das Auto steht ja immer noch in der Einfahrt. Plötzlich klingelt es. 2 Polizisten stehen vor ihrer Tür. Guten Tag, Frau Meier. Wir haben die Angelegenheit geklärt. Ihre Nachbarin hat eben ein Kind bekommen. Sie hatte starke Schmerzen, deshalb war es so laut. Und das falsch geparkte Auto gehört der Hebamme. Sie darf im Notfall auch mal in der Einfahrt parken. Es war aber trotzdem gut, dass Sie uns angerufen haben. Es hätte ja auch etwas Schlimmes passiert sein können. Schönen Sonntag noch für Sie. Gerda schämt sich ein bisschen, aber nur ganz wenig. Man muss sich doch um alles kümmern. Morgen werde ich die junge Mutter besuchen und ihr eine gute Suppe bringen. Der Mann kann ja ganz bestimmt nicht kochen. Bierdeckel sammeln. Lena ruht sich aus. Sie hat gestern ihr erstes Kind zur Welt gebracht und ist noch müde. Die Geburt war anstrengend, doch die Ruhe ist nur von kurzer Dauer. Das Baby weint. »Dein Sohn hat Hunger«, sagt Lena. »Ich werde ihn jetzt mal stillen.« Nico geht in die Küche. Er will für Lena etwas kochen. »Oh je, was soll ich nur kochen? Stillende Frauen dürfen nicht alles essen.« Nico überlegt. Dann schaut er im Internet nach Rezepten. Plötzlich klingelt es an der Tür. Nico erwartet keinen Besuch. Er ist erstaunt, als er seine Nachbarin Frau Meier sieht. »Guten Tag und herzlichen Glückwunsch, junger Mann. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht.« Junge Väter sind doch meistens überfordert. Da dachte ich mir, ich koche eine schöne Suppe. Die können Sie einfach warm machen. Alle Zutaten sind für stillende Mütter geeignet. Nico freut sich. »Frau Meier, Sie schickt der Himmel. Ich habe gerade überlegt, was ich kochen soll.« »Vielen herzlichen Dank. Kommen Sie doch herein.« Frau Meier tut dies gerne. Als sie sich im Wohnzimmer umschaut, entdeckt sie einen Stapel mit Bierdeckeln. Das sind runde oder quadratische Untersetzer aus Pappe. Oft drucken Brauereien ihre Werbung darauf. Viele Leute sammeln diese Untersetzer. Manche Bierdeckel gibt es nur in geringer Auflage. Sie sind Sammlerstücke und wertvoll. Es gibt Sammler, die für ein seltenes Stück mehrere 1000 € bezahlen. »Junger Mann, sammeln Sie etwa auch Bierdeckel?«
Nico nickt. Ja, aber ich besitze nur diesen kleinen Stapel. Ich habe erst kürzlich mit dem Sammeln angefangen. Frau Meier ist aufgeregt. Ich habe 23 Alben mit Bierdeckeln. Ich sammle seit 40 Jahren. Es sind Deckel aus der ganzen Welt dabei. Sie müssen einmal vorbeikommen und sich alles ansehen. Frau Meier redet weiter. Aber jetzt machen Sie die Suppe warm. Ihre Frau braucht eine Stärkung. Ich will nicht weiter stören. Wir sehen uns sicher demnächst, wenn Sie mit dem Baby unterwegs sind. Es ist schon seltsam, wie ein Hobby so unterschiedliche Menschen verbinden kann, denkt Nico. Er hätte nicht gedacht, dass Frau Meier so nett ist. Außerdem kann sie gut kochen. Eine gute Basis für eine angenehme Nachbarschaft. Alleine Rentnerin. Elisabeth ist 67 Jahre alt. Sie ist seit kurzem Rentnerin. Sie muss also nicht mehr arbeiten. Elisabeth wohnt in der Stadt. Ihre Wohnung ist im 4. Stock. Es gibt keinen Aufzug, aber Elisabeth ist noch sehr fit. Sie schafft die 4 Etagen noch sehr gut. Elisabeth bekommt Rente. Sie hat viele Jahre lang gearbeitet. Von ihrem Gehalt wurden Beiträge für die Rentenversicherung bezahlt. Jetzt bekommt sie jeden Monat 800 €. Das ist nicht viel. Elisabeth muss Miete bezahlen, außerdem Strom, Heizung und Wasser. Und Lebensmittel braucht sie auch noch. Sie überlegt, wo sie jetzt sparen kann. Andere Leute haben es einfacher, denkt sie manchmal. Wenn man als Rentnerin alleine ist, muss man gut auf sein Geld achten. Sie überlegt, wie sie etwas Geld dazu verdienen kann. Elisabeth war früher Köchin. Sie kann natürlich immer noch gut kochen. Das verlernt man nicht, denkt sie und hat eine Idee. In ihrem Haus wohnen viele alte Menschen. Einige können nicht mehr selber kochen. Sie bekommen ihr Mittagessen vom Lieferdienst. Das schmeckt aber oft nicht sehr gut. Außerdem ist es sehr teuer. Elisabeth fragt ihren Nachbarn, ob sie für sie mitkochen soll. Dann hätten sie täglich frisches Essen. Sie würde es ihnen persönlich vorbeibringen, pünktlich um 12 Uhr. Ihre Nachbarn sind begeistert. Sie kennen sich alle schon lange. Sie freuen sich sehr, endlich wieder frisch gekochtes Essen zu bekommen. Außerdem ist es billiger als beim Lieferdienst. Herr Nagel hat sogar noch eine gute Idee. Mein Wohnzimmer ist riesig. Warum setzen wir uns nicht alle an einen Tisch? So haben die alten Leute außerdem noch Gesellschaft. Sie können sich beim Essen unterhalten. Elisabeth freut sich sehr. Durch die Einnahmen kann sie nun fast kostenlos essen. So ist es angenehm. Ich muss nicht mehr zur Arbeit und kann trotzdem ganz gut leben. Elisabeth ruft gleich beim Finanzamt an. Sie lässt sich beraten. Sie möchte lieber keine Schwarzarbeit machen. Aber sie muss sich keine Sorgen machen. Ihre Einnahmen sind so gering, dass sie keine Steuern zahlen muss. Jetzt braucht Elisabeth nur noch ein paar größere Töpfe. Die besorgt sie sich jetzt sofort. Dann kann sie gleich ein Probeessen für alle Nachbarn kochen. Es vergehen Stunden, Tage und Nächte.
Ich starre aufs Telefon. Wann rufst du endlich an? Endlich ein Klingelton. Bist du dran? Ich höre nur einen Atem, doch ich spüre, das bist du. Kann es kaum erwarten, deine Stimme zu hören und du. Bitte sag doch nur ein Wort, nimm den Druck von meiner Seele. Sag, dass du am anderen Ende bist, ich mich nicht mehr länger quäle. Ich sende dir meine Gedanken, hast du mich nicht vermisst? Unser Streit war unnötig, den man besser schnell vergisst. Es waren nur Kleinigkeiten, heute sehe ich es ein. Doch du fehlst mir so und ich fühle mich so allein. Bitte sag doch nur ein Wort, nimm den Druck von meiner Seele. Sag, dass du am anderen Ende bist, ich mich nicht mehr länger quäle. Hallo, hallo, bist du noch dran? Sag doch ein Wort, ich glaub fest daran, dass es einen Weg gibt für uns zwei. Und unsere Liebe ist noch nicht vorbei. Bitte sag doch nur ein Wort, nimm den Druck von meiner Seele. Sag, dass du am anderen Ende bist, ich mich nicht mehr länger quäle. Bitte sag doch nur ein Wort, nimm den Druck von meiner Seele. Sag, dass du am anderen Ende bist und ich mich nicht mehr länger quäle, mich nicht mehr länger quäle. Hallo, hallo, bist du noch dran? Melde dich doch. Hallo, hallo, ruf doch noch mal an. Einkaufsliste vergessen. Rita steht ratlos im Supermarkt. Sie sucht in ihrer Handtasche nach dem Einkaufszettel. Wie dumm von mir! Den Zettel habe ich zu Hause vergessen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich einkaufen wollte. Rita versucht sich zu erinnern. Was wollte ich heute kochen? Ach ja, Bratkartoffeln. Sie geht in die Gemüseabteilung. Dort legt sie einen Sack Kartoffeln in ihren Einkaufswagen. Ich brauche auch Zwiebeln. Ohne Zwiebeln schmecken mir die Bratkartoffeln nicht. Die Zwiebeln findet Rita schnell. Sie liegen direkt neben den Kartoffeln. Aber was stand noch auf dem Zettel? Es waren doch mehr als nur 2 Artikel auf meiner Liste. Langsam geht Rita nun jeden Gang im Supermarkt entlang. Sie schaut aufmerksam in alle Regale. Ach, Kaffee könnte ich mitnehmen. Und Marmelade. Toastbrot ist auch alle. Nach und nach füllt sich ihr Einkaufswagen. So, jetzt müsste ich alles haben. Ich gehe jetzt zur Kasse. Rita bezahlt ihren Einkauf. Dann verstaut sie alles in ihrem Kofferraum. Zufrieden geht sie nach Hause. In der Küche auf dem Küchentisch liegt der Einkaufszettel.
Rita vergleicht die Artikel mit den Notizen auf dem Zettel. Ich war gar nicht so schlecht. Ich habe fast alles gekauft, was hier steht. Und noch ein paar Dinge mehr. Aber das macht nichts. So habe ich einen kleinen Vorrat. Doch dann entdeckt sie auf der Liste ein Produkt, das sie am meisten gebraucht hätte. Oh nein, ich habe das Toilettenpapier vergessen. Eigentlich bin ich nur deswegen zum Einkaufen gegangen. Zum Glück hat Rita nette Nachbarn. Frau Meier wird ihr sicher gerne eine Rolle geben. Nächstes Mal stecke ich mir den Zettel gleich in den Geldbeutel. Dann vergesse ich ihn nicht wieder. Baloo ist in der Hundepension. Lisa und Tim wollen in den Urlaub fliegen. Ihr Hund Baloo kann nicht mitkommen. Deshalb haben sie für ihn einen Platz in der Hundepension gebucht. Am Freitagnachmittag bringen sie ihn in die Pension. Hoffentlich geht es ihm hier gut, sagt Tim. Er macht sich Sorgen. Aber Lisa beruhigt ihn. Frau Meier ist eine sehr nette Frau. Sie wird sich gut um ihn kümmern. Frau Meier empfängt sie freundlich. Sie gibt Baloo gleich ein Leckerli. Darauf freut er sich sehr. Er ist neugierig. Er hört andere Hunde bellen. Frau Meier geht mit ihnen in den großen Garten. Hier kann Baloo spielen. Wir gehen auch 3-mal täglich spazieren, erklärt Frau Meier. Lisa ist zuversichtlich. Hier wird es unserem Baloo sicher gut gefallen. Wir können ohne Sorge in den Urlaub gehen. Tim gibt Frau Meier einen Beutel. Hier sind Baloos Decke und sein Spielzeug. Er soll sich wie zu Hause fühlen. Er wird sicher Heimweh haben. Dann verabschieden sich Lisa und Tim von ihrem Hund und fahren nach Hause. Baloo schaut sich neugierig überall um. Frau Meier holt die anderen 5 Pensionshunde. Die Tiere sollen sich kennenlernen. Zum Glück geht alles gut. Die Hunde spielen im Garten. Dann kommt Frau Meier mit dem Futter. Sie gibt jedem Tier einen eigenen Napf. Manche Hunde brauchen Spezialfutter. Frau Meier passt gut auf, dass jeder nur sein eigenes Futter frisst. Etwas später kommt sie mit 6 Hundeleinen zurück. Sie ruft: Gassi gehen! Jeder Hund kommt an eine Leine. Dann geht es los. Frau Meier ist sehr geschickt. Sie kann die Hunde führen, ohne dass die Leinen durcheinander geraten. Anschließend bringt sie die Hunde ins Haus. Sie hat ein großes Zimmer extra für die Tiere eingerichtet. Jeder Hund hat seine eigene Decke und sein Spielzeug. Baloo ist unruhig. Es ist alles neu. Er vermisst Lisa und Tim. Aber er ist auch sehr müde. Deshalb schläft er trotzdem schnell ein. Tim ruft am nächsten Morgen bei Frau Meier an. Wie geht es Baloo? Frau Meier kann ihn beruhigen. Es geht ihm gut. Sie können ohne Sorgen in den Urlaub fahren. Jetzt kann auch für Tim endlich der Urlaub beginnen. Das gebrochene Herz. Theresa sitzt auf ihrem Sofa und weint. Sie hält ein Fotoalbum mit vielen Bildern in ihrer Hand. Auf einem Foto ist Theresa mit einem Mann zu sehen. Sie sehen sehr glücklich aus. Theresa wirft das Bild in den Mülleimer. Oh nein, sie kann nicht aufhören zu weinen. Plötzlich klingelt es an der Haustür. Theresa macht die Tür auf.
Es ist ihre beste Freundin Lena. »Danke, dass du gekommen bist«, sagt Theresa und umarmt Lena. Lena nickt. »Aber natürlich, jederzeit.« Die beiden Freundinnen setzen sich zusammen auf das Sofa. Lena legt ihre Hand auf Theresas Arm. »Lass dir Zeit.« Theresa lächelt ein bisschen. »Danke, Lena, du bist die Beste. Ich bin so traurig.« Sie fängt wieder an zu weinen. »Oh nein, meine arme Theresa«, sagt Lena. »Was ist denn passiert?« »Ich dachte, es ist alles in Ordnung. Klar, in letzter Zeit hatten wir Probleme, aber es war nie schlimm. Und heute kam Tom zu mir nach Hause. Er wollte mit mir reden.« Theresa holt ein Taschentuch. Sie putzt sich ihre Nase. Dann erklärt sie: »Ich habe mich in eine andere Frau verliebt, das hat er mir gesagt. Und dann ist er einfach gegangen. Nach 2 Jahren hat er mich so schnell verlassen. Ach, Lena, ich weiß nicht, was ich ohne Tom machen soll.« Lena nickt traurig. »Das glaube ich dir.« »Ich bin so traurig. Mein Herz fühlt sich gebrochen an. Wie konnte er nur?« Lena seufzt. »Das verstehe ich auch nicht. Ihr wart so lange zusammen und jetzt macht er Schluss, wegen einer anderen Frau. Tom ist ein Depp.« »Stimmt.« Theresa lächelt ein bisschen. »Du hast etwas Besseres verdient, Theresa«, sagt Lena. »Ja, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich nicht toll genug für ihn«, antwortet Theresa traurig. »Quatsch, Theresa, du bist so lieb und lustig. Du bist zu gut für Tom.« Und wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich Tom nicht so nett. Theresa schaut Lena überrascht an. »Magst du Tom nicht?« »Na ja, du warst schon sehr oft traurig wegen ihm. Er hat schon oft doofe Sachen getan«, sagt Lena. »Stimmt, du hast recht. Tom ist wirklich ein Depp.« Lena lächelt. »Genau. Und jetzt gibt es Eis. Ich habe Erdbeereis mitgebracht.« »Mein Lieblingseis. Mein Lieblingseis.« Theresa geht es schon ein bisschen besser. »Ja, genau. Tom wusste sicher nicht, was dein Lieblingseis ist. Aber deine beste Freundin lässt dich nicht im Stich.« Theresa umarmt Lena ganz fest. »Ach, Lena, was würde ich nur ohne dich tun?« Theresas Herz tut immer noch weh. Aber Theresa weiß auch, dass sie mit Lena alles schaffen kann. Und mit Erdbeereis. Betreten verboten. Heute schneit es und es ist sehr kalt. Daniel und sein Freund Georg gehen von der Schule zusammen nach Hause. »Der Schnee ist so schön«, sagt Daniel. »Stimmt, und die Häuser sehen auch schön mit dem Schnee aus«, antwortet Georg. Sie laufen durch eine Straße mit vielen großen Häusern. Ein Haus ist ganz besonders. Dieses Haus ist verlassen. Das bedeutet, niemand wohnt in diesem Haus. »Schau mal, das ist ja ein cooles Haus«, sagt Georg. »Ja, aber es sieht gruselig aus. Da wohnt niemand, oder?«, fragt Daniel. »Das Haus ist verlassen, aber vielleicht wohnen ja Geister in dem Haus«, sagt Georg. Daniel lacht. Daniel und Georg schauen das verlassene Haus an. Es hat große Fenster. Die Wände sind dunkel. Und der Garten ist voll mit Gras und Pflanzen. Vor dem Haus ist ein Zaun. »Schau mal, da hängt ein Schild«, sagt Daniel.
Georg liest vor, was auf dem Schild steht. Betreten verboten. Heißt das, wir dürfen nicht in das Haus reingehen? Fragt Daniel. Genau, antwortet Georg. Schade, ich würde mir gern das Haus ansehen, sagt Daniel. Oh Gott, wir sind doch nicht in einem Horrorfilm, sagt Georg und lacht. Daniel läuft zu dem Zaun. Ich möchte sehen, ob man in das Haus gehen kann, sagt er. Georg ist genervt. Daniel, muss das sein? Da steht Betreten verboten. Wir dürfen nicht in das Haus gehen. Komm schon, Georg, sagt Daniel und lächelt. Ich weiß nicht, antwortet Georg. Er möchte eigentlich nicht in das Haus gehen. Plötzlich hört Georg ein Geräusch. Es kommt aus dem Haus. Hast du das gehört? Fragt Georg. Er hat Angst. Daniel antwortet. Nein, was meinst du? Ein lautes Geräusch kommt wieder aus dem Haus. Was ist das? Fragt Daniel. Es kommt aus dem Haus, flüstert Georg. Daniel schaut ihn ängstlich an. Komm, wir gehen, sagt Daniel. Die beiden Jungs rennen weg. Wenn irgendwo Betreten verboten steht, was machen wir dann? Fragt Georg. Wir gehen nicht hinein, antwortet Daniel. Sie lachen. Brückentag. Lass uns nächste Woche für ein paar Tage wegfahren, sagt Thalia zu ihrer Freundin Alisa. Sie sitzen am Tisch und essen zu Abend. Aber wir müssen doch arbeiten, antwortet Alisa. Ich habe nicht mehr so viele Urlaubstage und ich kann dann nicht 2 oder 3 Tage Urlaub nehmen. Thalia nickt und sagt, ja, ich weiß, aber nächste Woche gibt es einen Brückentag. Alisa schaut Thalia an. Was ist das denn? Fragt sie. Ein Brückentag ist ein Tag zwischen 2 arbeitsfreien Tagen. Am Brückentag nehmen viele einen Urlaubstag, weil man dann mehrere Tage frei hat, sagt Thalia. Ich verstehe es noch nicht ganz. Kannst du mir ein Beispiel geben? Fragt Alisa. Also, nächste Woche haben wir am Wochenende frei. Samstag und Sonntag sind arbeitsfreie Tage. Und nächste Woche Donnerstag ist ein gesetzlicher Feiertag. Wir alle haben am Donnerstag frei. Und am Freitag haben wir einen Arbeitstag, sagt Thalia. Alisa nickt. Okay, das heißt also, dass Freitag ein Brückentag ist, weil er zwischen dem Feiertag und dem Wochenende ist? Fragt sie. Genau, so ist es. Und wenn wir am Freitag Urlaub machen, haben wir 4 Tage frei und müssen nur einen Urlaubstag nehmen, sagt Thalia und lächelt. Alisa lacht. Das war so viel Information auf einmal, sagt sie. Thalia lacht auch. Stimmt. Aber ja, dann können wir nächste Woche für ein paar Tage wegfahren, sagt Alisa. Wohin wollen wir denn fahren? Fragt Thalia. Wir können mit dem Auto nach Tirol fahren und Skifahren gehen, sagt Alisa. Perfekt, lass uns dann sofort ein Hotel buchen, sagt Thalia und holt den Laptop. Alisa antwortet. Und lass uns nachschauen, wann die nächsten Brückentage sind. Karnevalsumzüge. Svenja wohnt mit ihren Eltern in Köln. Köln ist bekannt für eine ganz bestimmte Tradition. Hier wird Karneval gefeiert. Natürlich wird Karneval fast überall in der Welt gefeiert, aber der Karneval in Köln ist der bekannteste.
Die Zeit zwischen dem 11. November und Mitte Februar nennt man auch die 5. Jahreszeit. In dieser Zeit wird gefeiert und getanzt. Danach beginnt die Fastenzeit vor Ostern. Der wichtigste Tag im Karneval ist der Rosenmontag. Dann finden die Karnevalsumzüge statt. Die Karnevalsvereine treffen sich. Alle verkleiden sich. Dann laufen sie gemeinsam singend und tanzend durch die Stadt. Das nennt man Umzug. Manche Menschen kommen von weit her, um diese Umzüge zu sehen. Heute ist Rosenmontag. Svenja steht am Fenster. Sie schaut die Straße hinunter. »Mama, wann kommt denn endlich der Zug?« Die Mutter schaut auf ihre Uhr. »Er müsste gleich da sein. Wollen wir schon runtergehen?« Svenja nickt. »Ja, kannst du mir bitte mein Kostüm zumachen?« Die meisten Menschen verkleiden sich, wenn sie dem Umzug zuschauen. Svenja hat ein Batman-Kostüm bekommen. Es war im Sonderangebot im Supermarkt gewesen. Die Mutter schließt den Reißverschluss am Rücken. »So, jetzt können wir los.« Svenja und ihre Mutter stehen am Straßenrand. Sie warten auf den Umzug. Er muss bereits ganz in der Nähe sein. Man kann ihn schon hören. Musik, Geschrei und Lachen. Svenja schaut sich um. Sie sucht ihre Freundin Maja. Sie wollte mit ihr zusammen den Umzug anschauen. Und sie wollte sich ebenfalls als Batman verkleiden. Aber sie sieht Dutzende von Batmans. Wie soll sie ihre Freundin erkennen? »Mama, ich kann Maja nicht finden.« Die Mutter sieht sich auch um. Es gibt keine Chance, aus all den vielen Batmans eine bestimmte Person herauszufinden. Ihr hättet ein Erkennungszeichen machen sollen. Wenn alle das gleiche Kostüm haben, ist es unmöglich, jemanden zu erkennen. Svenja antwortet: Leider haben alle Mütter das gleiche Sonderangebot gekauft, sonst hätten wir dieses Problem erst gar nicht. Svenja findet Maja heute nicht mehr. Trotzdem ist es ein schöner Vormittag, mitten zwischen den fröhlichen Menschen. Gelegentlich werden Bonbons und kleine Geschenke in die Zuschauermenge geworfen. Svenja kann viele davon fangen. Morgen wird sie sich mit Maja zu Hause treffen. Sie soll auch ihre gesammelten Süßigkeiten mitbringen. Dann legen sie alles in eine große Schüssel und teilen es gerecht auf. Und nächstes Jahr nähen sie ihre Kostüme selbst. Meine Halbgeschwister. Katharina sitzt mit ihren beiden Geschwistern in einem Café. Katharina und ihre Schwester trinken einen Cappuccino. Ihr Bruder hat ein Eis bestellt. Die drei wollen den 60. Geburtstag ihrer Mutter feiern. Sie sitzen noch nicht lange im Café, als Katharinas Kollegin Jamila hereinkommt. Sie sieht sich nach einem freien Tisch um. Da entdeckt sie Katharina. Sie winkt ihrer Kollegin zu. »Hallo, willst du dich zu uns setzen?« fragt Katharina. »Ja, gerne«, antwortet Jamila. »Das sind meine Geschwister Johann und Anja«, erklärt Katharina. »Na ja, eigentlich sind wir nur Halbgeschwister.« »Wie kommt das?« fragt ihre Kollegin. »Meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich in der 1. Klasse war. Dann hat meine Mutter wieder geheiratet. Ich glaube, da war ich 10. Johann und Anja sind Kinder aus der 2. Ehe meiner Mutter. Wir haben also dieselbe Mutter, aber ich habe einen anderen Vater als die beiden.«
Aha, das ist ja interessant. Hast du auch noch Halbgeschwister von deinem Vater? Fragt Jamila nach. Katharina nickt. Ja, mein Vater und seine aktuelle Partnerin haben auch noch eine Tochter. Dann hast du ja einige Geschwister, stellt Jamila fest. Stimmt. Und auch wenn sie nur Halbgeschwister sind, habe ich sie doch alle ganz doll lieb, sagt Katharina und umarmt ihre Halbschwester. Ach, wie süß. Ich habe leider gar keine Geschwister, antwortet Jamila. Jemanden im Regen stehen lassen. Matthias lädt seine Verwandten und Freunde auf eine Grillparty ein. Dafür braucht er viele Stühle und Tische. Die sollte sein Freund Uwe besorgen. Uwe aber kommt nicht und Matthias ruft ihn an. Uwe, wo bleibst du denn? Der Garten ist voller Gäste und ich habe keine Stühle mehr. Uwe antwortet: Oh mein Gott, ich habe total vergessen, dass die Party heute stattfindet. Matthias ist ärgerlich und sagt: Du spinnst wohl. Ich habe dir das 2-mal gesagt. Ich stehe den ganzen Tag hier im Garten und bereite die Party vor und du lässt mich im Regen stehen. Du bist so wild wie das Meer, so stürmisch wie der Wind. Du bist einfach unglaublich und manchmal wie ein Kind. Du bist wie ein Regenbogen, so facettenreich. Manchmal wie Blitz und Donner und an der Sonne gleich. Das bist du, das bist immer wieder du. Das bist du, du bist ohne Rass und Ruhe. Das bist du, hältst mein Leben so in Schwung. Das bist du, du hältst unsere Liebe jung. Du bist das Salz in meiner Suppe, die Paprika so scharf. Du bist süß wie Schokolade, manchmal bitter, manchmal zart. Du bist manchmal wie ein Kaktus, fährst deine Stacheln aus. Doch auch das lieb ich an dir, denn das macht dich eben aus. Das bist du, das bist immer wieder du. Das bist du, du bist ohne Rass und Ruhe. Das bist du, hältst mein Leben so in Schwung. Das bist du, du hältst unsere Liebe jung. Das bist du, das bist du, das bist du, das bist du, das bist du. Das bist du, das bist du, das bist du.